1935 folgte eine Professionalisierung der antijüdischen Gesetzgebung. Das wurde aber erst auf dem Reichsparteitag in Nürnberg bekannt gegeben. Den Auftakt machte der 21. Mai mit dem Wehrgesetz. Damit wurden alle jüdischen Soldaten vom aktiven Wehrdienst ausgeschlossen. 5 Tage später, am 26. Juni, gab es dann das Gesetz für den Reichsarbeitsdienst. Damit wurden Jüdinnen und Juden auch von diesem Dienst ausgeschlossen. 6. Juli folgte dann ein Aufnahmestopp für jüdische Studierende an deutschen Hochschulen und Fachhochschulen und am 22. Juli der Ausschluss von der Juristenausbildung für jüdische Studierende. Der nächste größere Paukenschlag, der einigen vielleicht bekannt sein wird, war der 15. September auf dem Nürnberger Parteitag. Dort wurden die Rasse- und Reichsbürgergesetze verkündet. Nach dem Gesetz zum Schutz deutschen Blutes und deutscher Ehre waren Ehen zwischen Juden und Nichtjuden fortan verboten und wurden für ungültig erklärt. Und Jüdinnen und Juden durften keine arischen Hausangestellten mehr beschäftigen, die unter 45 Jahre alt waren. Diese Regelung bediente vermutlich das antijüdische Klischee, das viele aus dem Stürmer, einer Hetzzeitschrift der Nazis von Julius Streicher herausgegeben, im Kopf hatten, dass vor allen Dingen Juden Lüstlinge wären, die ihre arischen, also deutschen Angestellten sexuell belästigen würden. Außerdem war ihnen verboten, die Reichsflagge zu zeigen. Und nach dem Reichsbürgergesetz waren Juden nur noch Staatsangehörige ohne Rechte. Heutzutage werden beide Begriffe Staatsangehöriger und Staatsbürger in der gleichen Bedeutung, also als Synonyme verwendet. Aber im Dritten Reich wurde ein folgenreicher Unterschied zwischen beiden Begriffen eingezogen. Staatsangehöriger war grundsätzlich jede Person, die nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, also schon im Kaiserreich, die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, unabhängig davon, welcher Rasse sie zugehörig war. Reichsbürger hingegen oder Staatsbürger, wie man heute sagen würde, konnten nur diejenigen sein, die Deutsche, also nach der rassischen Definition der Nazis, oder artverwandten Blutes waren. Die mussten durch ihr Verhalten die Loyalität zum NS-Staat beweisen. Und auch nur diese Reichsbürger konnten die vollen politischen Rechte genießen, wie Wahlrecht und das Recht auf öffentliche Ämter. Damit wurde eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Zum einen die Reichsbürger mit allen tollen Rechten und dann die einfachen Staatsangehörigen, die Juden oder den Deutschen nicht artverwandte Gruppen. Das schuf die Basis für eine weitere Ausgrenzung. Am 14. November folgte dann schon direkt die erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz mit einer Definition, wer eigentlich Jude war, also kein Arier sein konnte. Danach galt zunächst die Religionszugehörigkeit der betreffenden Person, aber es wurde auch rassisch begründet. Wenn man von 3 volljüdischen Großeltern, also keinen Mischlingen, abstammte, war man selber auch Jude. Alle weiteren Einschränkungen und Regelungen, die Juden betreffen, bauten dann natürlich auf diesen sogenannten Rassegesetzen auf. 1936 traten zumeist Verschärfungen der Nürnberger Gesetze in Kraft. Deswegen habe ich die hier nicht aufgenommen. Wie gesagt, es ist nur eine repräsentative Auswahl. Deswegen habe ich für 1937 auch nur ein Gesetz. Vom 5. November das Gesetz über erbrechtliche Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen Verhalten. Darin wurde geregelt, dass Jüdinnen und Juden kein Erbe von deutschen Staatsangehörigen, also den Ariern, antreten konnten. Das galt auch für Deutsche, die in einer Mischehe lebten. Also es gab meistens von diesen ganzen Regelungen Ausnahmen, zuerst für Jüdinnen und Juden, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, Frontkämpfer, und Juden, die noch mit einem Arier, also einem Deutschen oder einer Deutschen verheiratet waren. Die waren auch lange noch vor Deportation geschützt.